Hallo liebe Häkelfreunde! Heute häkeln wir diesen Hexagon-Cardigan mit farblich abgesetzten Rändern. Der Cardigan wird im Granny-Muster gehäkelt, wie ein Granny Square, nur mit mehr Ecken. Mir gefallen besonders die Ärmel, da sie schön weit sind und mich an Kimono-Ärmel erinnern. Wenn euch dieses Video gefällt, denkt daran, ihm einen Daumen nach oben zu geben. Über eure Kommentare freue ich mich ebenfalls sehr. Also schreibt mir gerne euer Feedback. Los geht es mit der Wolle. Für den Hauptteil habe ich Sina von Wollbutt von Bottinette verwendet. Das besteht aus 65% Baumwolle, 25% Lyocell und 10% Leinen. Auf 50 Gramm sind ca. 170 Meter. Die empfohlene Nadelstärke ist 2 bis 3. Die Farbnummer ist die 102632, bei Bottinette heißt die Farbe Taupe. Für die Ränder habe ich von Mayflower das Cotton 84 Original verwendet. Das besteht aus 100% Baumwolle. Es hat auf 50 Gramm ebenfalls 170 Meter und die empfohlene Nadelstärke ist 2,5 bis 3. Die Farbe ist die 14114 und nennt sich Kornblume. Meine Häkelnadel hat die Stärke 3,0. Außerdem benötigt ihr eine Schere, ein Maßband, eine Stopfnadel zum Vernähen und Maschenmarkierer. Wir starten für diese Hexagonjacke mit einem magischen Ring. Ich zeige euch, wie ich ihn mache, aber es gibt viele verschiedene Möglichkeiten dafür. Zunächst lege ich das Wollende so um meine beiden Finger. Das andere Ende halte ich zwischen Ringfinger und kleinem Finger. Dann gehe ich mit der Häkelnadel unter diesen Faden und greife mit den Faden da. Ich ziehe ihn hervor und drehe die Nadel dabei. Dann hole ich mir hier den Faden und ziehe diesen durch meine Schlaufe. Fertig ist der magische Ring. Wir starten mit einem Stäbchen. Dafür könnt ihr einfach 3 Luftmaschen machen, so. Mir gefällt das aber nicht, also mache ich ein Ersatzstäbchen aus 2 festen Maschen übereinander. Ich häkle eine normale feste Masche. Dann steche ich in die linke Schlaufe ein und mache nochmal eine feste Masche. Das ist mein Ersatzstäbchen. Anschließend machen wir ein normales Stäbchen. Wartet, ich markiere schnell das erste Stäbchen. Und nun machen wir ein drittes Stäbchen. Jetzt haben wir ein Stäbchen Grüppchen. Dann mache ich eine Luftmasche. Ihr könnt gerne auch 2 Luftmaschen machen, das ist für die nächste Runde sogar etwas bequemer. Dann machen wir wieder 3 Stäbchen. Jetzt haben wir 2 Stäbchengrüppchen. Ich mache wieder eine Luftmasche, ihr macht am besten 2. Anschließend häkeln wir wieder ein Stäbchengrüppchen.
Wir haben nun 3 Stäbchengrüppchen. Wir brauchen insgesamt 6 dieser Grüppchen. Also häkeln wir noch 3 weitere. Ganz genau so wie diese eben. Ich habe die 3 Grüppchen gehäkelt und habe nun insgesamt 6. Nun können wir an dem Fädchen den Kreis zusammenziehen. Die letzte Luftmasche dürfen wir auch nicht vergessen. Ich nehme den Markierer aus der ersten Masche heraus und verbinde mit einer Kettmasche da hinein. So sieht das aus. Nun mache ich eine Wendeluftmasche und drehe den Kreis. Ja, wir häkeln in Hin- und Rückrunden. Hier habe ich direkt meine erste Lücke. In diese häkeln wir nun eine Ecke. Zunächst mache ich wieder mein Ersatzstäbchen. Ihr könnt natürlich auch 3 Luftmaschen machen, wie es euch besser gefällt. In die gleiche Lücke häkeln wir 2 weitere Stäbchen. Dann machen wir 2 Luftmaschen. Und dann nochmal 3 Stäbchen in die gleiche Lücke. Wir suchen die nächste Lücke und häkeln hier wieder 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 3 Stäbchen hinein. Wie gefallen euch meine Videos? Schreibt mir gern ein Feedback in die Kommentare. Und natürlich freue ich mich über ein Like und ein Abo von euch. Bei mir gibt es jede Woche ein neues Häkelvideo und es wäre schön, wenn ihr immer dabei seid. In jede dieser Lücken häkeln wir nun eine solche Ecke. Das habe ich gemacht und nun verbinden wir wieder in die erste Masche mit einer Kettmasche. So sieht das aus. Wir machen eine Wendeluftmasche und drehen unser Hexagon. Dann starten wir wie zuvor schon in die erste Lücke mit einem Ersatzstäbchen. In die gleiche Lücke kommen noch 2 weitere Stäbchen. Das da ist keine Ecke, daher kommt hier nur ein Stäbchengrüppchen hinein. Nur in diese Ecken hier kommen wieder Ecken. Also wie hier machen wir 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen und nochmal 3 Stäbchen als Ecke.
Hier ist wieder eine ganz normale Seite, da kommt nur ein Stäbchengrüppchen hinein. Und hier wieder eine Ecke. Ein Grüppchen, zwei Grüppchen, ein Grüppchen und so weiter. Ich bin wieder an der ersten Masche angekommen und verbinde mit einer Kettmasche. So, jetzt kann man schon sehen, wenn man die zwei Ecken zusammenlegt, kann man bereits die spätere Form erkennen. Das wäre dann der Ärmel, hier vorne die Blende. Wir machen wieder eine Wendeluftmasche und drehen das Ganze. Und wir häkeln einfach so weiter wie die Runden zuvor. In jeder Runde werden wir immer größer und unser Hexagon wächst. Ich habe 26 Runden gehäkelt. Ich messe das mal aus. Das sind ca. 25 cm, das reicht mir. Ihr häkelt das so weit, wie euch das gefällt. Wie ihr die richtige Größe ermittelt, erzähle ich euch gleich. Um das Hexagon abzuschließen, verbinde ich noch in die erste Masche mit einer Kettmasche. Dann schneide ich das Fädchen ab . Mache eine Luftmasche und ziehe den Faden durch. Jetzt wird gefaltet. Hier habe ich meinen Abschluss und diesen möchte ich unter dem Arm haben. Die linke Seite des Hexagons liegt oben und schaut mich an. Ich nehme diese Ecke und falte sie zu der Ecke daneben. Richte den Rest noch ein bisschen aus. So. Gefaltet sind die Teile bei mir ca. 23 cm weit. Wenn ihr euren Brustumfang misst und diesen durch 4 teilt, darf die Zahl, die ihr erhaltet, nicht größer sein als die Weite des gefalteten Hexagons. Und ihr solltet locker messen. Mein Brustumfang locker gemessen sind ca. 90 cm. Teile ich das durch 4, ergibt das 22,5 cm. Meine Hexagonweite ist ca. 23 cm.
Das passt also. Später kommt noch eine Umrandung hinzu, dadurch wird es noch etwas weiter, also werde ich genug Platz haben. Das ist nun der Arm. Hier ist das Abschlussfädchen. Nun müssen wir den Arm hier oben schließen, bis ca. 8 cm von der Ecke entfernt. Ich habe das mal umgedreht, weil wir von rechts nach links zusammennähen. Ich nehme gerne genug Wollfaden, da ich nicht zum Ende hin feststellen möchte, dass er nicht reicht. Für die Länge des Fadens messe ich ganz grob die zu schließende Strecke 3-mal ab. Dann falte ich mir die Kanten so zusammen. Wir nähen übrigens von der rechten Seite des Cardigans. Wir fädeln in die hintere Ecke ein, dann in die vordere und ziehen den Faden durch, wobei wir ein gutes Stückchen zum Vernähen stehen lassen. Hier haben wir das erste Grüppchen. Das sind die Maschen. Hier hinten haben wir ebenfalls das erste Grüppchen mit den Maschen. Wir fädeln in die erste Masche hinten ein, dann in die erste Masche vorne und ziehen den Faden durch. Ihr dürft das nicht ganz fest zusammenziehen, nur so weit, dass es leicht zusammengezogen ist. Nicht auf Press festknallen. Es soll am Ende schön flach liegen. Dann suchen wir uns die nächste Masche hinten und vorne und ziehen den Faden wieder durch. Und dann die nächsten beiden. Und so geht es die Kanten entlang bis zur Markierung. Bei den letzten Maschen steche ich noch einmal nach hinten zurück. So sieht das aus. Das Anfangsfädchen fädel ich ein und steche nochmal in die gegenüberliegende Ecke. Anschließend wird vernäht. Hier haben wir unsere Öffnung. Ich falte den Ärmel zurück in seine Position. Und den zweiten Teil des Cardigans habe ich bereits vorbereitet. Hier ist er. Das hier ist vorne. Das sind unsere Ärmel. Das wird offen bleiben. Hier hinten ist das Rückenteil und das wird nun geschlossen.
Das machen wir genauso wie bei den Ärmeln. Von der rechten Seite her zusammennähen. Ich drehe das mal richtig hin. Und hier über die gesamte Länge werden die beiden Teile verbunden. So, erledigt. Die Verbindungsnaht gefällt mir richtig gut. Auch von der anderen Seite, schön schlicht, sticht nicht ins Auge. Da die Ärmel noch etwas kurz sind, werden wir sie jetzt auf unsere Wunschlänge erweitern. Damit starten wir unter dem Arm. Da setzen wir an und häkeln dann in Runden drumherum. Die letzte Reihe haben wir von dieser Seite da entlang gehäkelt. Und jetzt häkeln wir von der Seite weiter, damit es stimmig bleibt. Ich habe eine Schlaufe auf die Nadel gelegt und starte im Bereich unter dem Arm. Ich suche mir einfach eine Lücke aus und häkle zunächst ein Ersatzstäbchen hinein. Das wird markiert. Um das Grüppchen zu vervollständigen, häkeln wir 2 weitere Stäbchen. Anschließend häkeln wir, wie davor, in jede Lücke ein Stäbchengrüppchen. Bis wir wieder hier vorne angekommen sind. Ich habe den Anfang erreicht, entferne die Markierung und verbinde mit einer Kettmasche in die erste Masche. Es folgt eine Wendeluftmasche und dann drehen wir unser Jäckchen. Wir machen das ganz genau so wie beim Hexagon auch. Wir häkeln in Hin- und Rückrunden, bis wir die gewünschte Ärmellänge erreicht haben. Ihr habt euch vielleicht davor schon gefragt, warum ich nicht einfach in Runden häkle. Das würde natürlich auch gehen, keine Frage. Ich persönlich finde es einfach schöner, wenn man eine Verlängerung gerade im Saumbereich hinzufügen möchte, weil Stäbchen von der einen Seite etwas anders aussehen als von der anderen Seite. Im Saumbereich muss man in Hin- und Rückreihen häkeln, da geht es nicht anders. Und ich finde einfach, dass man dann den Unterschied zum Hexagonbereich sehen würde. Zurück zu unserem Cardigan. Wir häkeln weiter, bis wir unsere gewünschte Ärmellänge erreicht haben. Wir rechnen aber mit ein, dass am Ende noch ein farblich abgesetztes Ärmelbündchen dazukommt. Übrigens, im Nahtbereich werden die Grüppchen so verteilt. Seht ihr? Mein Ärmel ist jetzt lang genug. Ich habe ihn ein Stückchen erweitert. Da sieht man es ganz gut. Das ist der Ursprungsarm und um dieses Stück habe ich ihn verlängert. Das sind ca. 9 cm, das sind bei mir 10 Reihen. Und jetzt verlängern wir den Saumbereich. Ich klappe die Jacke mal auf. Wir haben von dieser Seite gehäkelt, hier entlang. Also geht es jetzt von dieser Seite so weiter. Wir beginnen hier und häkeln da weiter. Ich habe eine Schlaufe auf die Nadel gelegt. Ich hole mir die Ecke her und häkle ein Ersatzstäbchen in diese Ecke.
Dann häkle ich noch 2 weitere Stäbchen in die gleiche Ecke. Und ich häkle dann einfach weiter wie gewohnt. In jede Lücke kommt ein Stäbchengrüppchen. Das mache ich, bis ich das andere Ende erreicht habe. Ich habe die andere Ecke erreicht und häkle auch hier ein Stäbchengrüppchen hinein. Wir machen eine Wendeluftmasche und drehen die Jacke. Jetzt machen wir ein Ersatzstäbchen in die erste Masche. Die Markierung nicht vergessen. Dann suchen wir die nächste Lücke und häkeln hier ein Stäbchengrüppchen hinein. Anschließend geht es wie gewohnt mit Stäbchengrüppchen in jede Lücke weiter bis zum anderen Ende. Ich habe das andere Ende erreicht. In die letzte Masche häkle ich ein Stäbchen. Dann wieder eine Wendeluftmasche und drehen. Hier ist meine erste Lücke, direkt hinter dem Stäbchen. Hier kommt das erste Grüppchen hinein. Und dann geht es ganz normal weiter. So sieht das aus. Wir häkeln weiter bis zum anderen Ende. Hier machen wir unser letztes Grüppchen hinein, drehen und fangen mit einem Stäbchen an. Und so geht es dann hin und her, bis wir die gewünschte Länge erreicht haben. Aber auch hier rechnen wir noch den farblich abgesetzten Bund mit ein. Ich habe um ca. 4 bis 5 cm verlängert, bei mir sind das 4 Reihen. Für das Ärmelbündchen beginnen wir wieder unter dem Arm. Ich habe mir wieder eine Schlaufe auf die Nadel gelegt. Jetzt suche ich mir einfach eine Masche aus. In diese häkle ich eine Kettmasche und ziehe diese zu. Meine Schlaufen mache ich so, dass ich dafür nur am kurzen Ende ziehen muss. Das geht angenehm einfach. Dann mache ich in die gleiche Masche eine feste Masche.
Und dann häkeln wir in festen Maschen weiter. In jede Masche kommt eine feste Masche. Wir häkeln drumherum, bis wir den Anfang erreicht haben. So, das ist meine letzte Masche. Danach verbinde ich mit einer Kettmasche in die erste Masche. In die gleiche Masche, ohne zuvor eine Luftmasche zu häkeln, häkle ich eine feste Masche. Und dann geht es ganz normal mit festen Maschen weiter. Ich habe den Anfang erreicht. Diese Masche hier ist keine echte Masche, es ist die Verbindungsmasche. Die wird nicht behäkelt. Ich verbinde wieder mit einer Kettmasche in die erste Masche. Das ist die Verbindungsmasche, seht ihr? Und dann häkle ich eine feste Masche in die gleiche Masche, in die ich verbunden habe, ohne Luftmasche davor. Auf diese Weise häkeln wir Runde um Runde, bis wir unsere endgültige Armlänge erreicht haben. Ich habe 5 Runden gehäkelt und war der Ansicht, das reicht. Später habe ich aber noch 4 weitere Runden hinzugefügt, insgesamt also 9 Runden. Zum Abschließen steche ich von hinten durch die erste Masche. Lege die Schlaufe über die Häkelnadel und ziehe diese nach hinten durch. Dann drehe ich das Ganze um. Jetzt können wir das Fädchen abschneiden. Ich mache eine Luftmasche, ziehe den Faden durch und fest. So sieht das aus. Das habe ich an beiden Ärmeln gemacht. Und jetzt kommt der Saum. Im Saumbereich häkeln wir mit festen Maschen hin und her, bis wir unsere endgültige Länge erreicht haben. Hier in der Ecke fangen wir an. Ich habe wieder eine Schlaufe auf die Nadel gelegt. Ich suche mir die erste Masche und verankere meinen Faden wie beim Ärmel schon mit einer Kettmasche, die festgezogen wird. In die gleiche Masche kommt die erste feste Masche und so weiter. Am Reihenende mache ich eine Wendemasche,
drehe die Jacke und häkle mit festen Maschen weiter. So geht es hin und her, bis die gewünschte Länge erreicht ist. Mein Bündchen ist fertig. Ich habe 9 Reihen gehäkelt. Zum Schluss behäkeln wir noch den Blendenbereich. Hier habe ich mit dem Saum aufgehört und kann direkt hier entlang weiter häkeln. Die letzte Masche vom Bund habe ich noch nicht gehäkelt. Das machen wir jetzt zusammen. Damit wir schön um die Ecke kommen, häkeln wir noch 2 weitere feste Maschen in die letzte Masche des Bundes bzw. die erste Masche der Blende. Dann häkeln wir in die kleinen Löcher entlang der Kante mit festen Maschen weiter. Hier beginnt der Hexagonbereich, da häkeln wir ganz entspannt in die Maschen hinein. Wenn wir die Ecke erreicht haben, sehen wir uns wieder. In die Ecke häkeln wir 2 feste Maschen, eine Luftmasche und nochmal 2 feste Maschen. So sieht die Ecke aus. Dann häkeln wir bis hier weiter. Hier häkeln wir 2 feste Maschen in die Masche vor der Naht und 2 feste Maschen in die Masche hinter der Naht. So sieht das aus. Genauso machen wir das auf der anderen Seite. Häkeln bis zum Saum und wieder zurück und wieder vor, so oft wie es uns gefällt. In der letzten Reihe sehen wir uns aber wieder. Ich habe 2 Reihen vollständig gehäkelt und meine 3. Reihe bis zur Markierung. Den Cardigan habe ich anprobiert und geschaut, an welcher Stelle ich das Bindebändchen haben möchte. Das habe ich mir dann auf beiden Seiten markiert. Also mache ich in diese Masche und in diese je ein Bindebändchen. Ich habe bis hierhin gehäkelt und jetzt machen wir das Bindebändchen zusammen. Die Markierung kommt raus und ich häkle eine feste Masche hinein. Jetzt nehme ich eine etwas kleinere Häkelnadel, die 2,5er. Das muss nicht sein, ihr könnt auch mit der 3er Häkelnadel weiter häkeln.
Dann machen wir eine Luftmaschenkette in der Länge, die das Bindebändchen haben soll. Wir machen die Luftmaschen fester als sonst, etwas kompakter, dann sieht das Bändchen schöner aus. Meine Kette ist fertig. Sie hat 100 Luftmaschen. Ich drehe die Kette um. Hier sind die hinteren Schlaufen. Vorne sind die Vs und hinten die Schlaufen. In diese Schlaufen häkle ich jetzt hinein, und zwar Kettmaschen. Wir häkeln wieder etwas fester, relativ streng sogar. So sieht das aus, schön kompakt. Das machen wir bis hier herunter. Mein Bindebändchen ist fertig. Es ist ca. 35 cm lang. Jetzt tausche ich meine Häkelnadel wieder zurück zur Dreierhäkelnadel. In die Basismasche, in die wir unsere letzte feste Masche gemacht haben, in diese machen wir eine weitere feste Masche und verankern so unser Bändchen. Dann geht es ganz normal weiter bis zur nächsten Markierung. Dort kommt das zweite Bindebändchen hinein. Anschließend geht es weiter bis zum Bundende und wir sind fertig. Es ist vollbracht. Unser Hexagon-Cardigan ist fertig. Wie findet ihr ihn? Welche Farbkombinationen könnt ihr euch sonst noch gut vorstellen? Ich bin sehr gespannt auf eure Vorschläge. Wenn euch das Video gefallen hat, denkt daran, einen Daumen nach oben dazulassen. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, freue ich mich, wenn ihr das macht und die Glocke aktiviert. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Bis bald!